Willkommen bei Alpine Apologia, deinem Kanal für christliche Apologetik. Dieses Mal geht es um G.K. Chesterton und gleichzeitig um ein düsteres Kapitel meines Heimatlandes, der Schweiz. Also schnallt euch besser an und macht euch auf tiefe menschliche Abgründe gefasst. Gilbert Keith Chesterton, im deutschsprachigen Raum in erster Linie bekannt für seine Pater Brown-Romane, hatte bekanntlich maßgebenden Einfluss auf C.S. Lewis. Genau diese Tatsache hat mich auf seine Bücher aufmerksam gemacht. Chesterton liebte und bewunderte den kleinen Mann von der Straße und traute diesem durchweg mehr Weisheit und Weitblick zu als allen Gelehrten und elitären Politikern und Experten. Dem kann ich absolut zustimmen. Im Gegensatz zu den heutigen Pseudosozialen hatte er eine echte Liebe für die unteren Schichten der Gesellschaft, die von Respekt und Bewunderung geprägt war. Dies sowie sein unvergleichlicher Humor und seine gepfefferten Sprüche machen all seine Bücher zum Lesevergnügen. Chesterton schrieb Bücher, die im Deutschen krasse Titel haben, wie Ketzer, Orthodoxie oder eben Eugenik und andere Übel. Und genau dieses lieferte die Idee zu diesem Video. Als ich das Buch durchgelesen hatte, wollte ich herausfinden, woher diese üblen Ideen der Eugenik eigentlich kommen. Was ich herausfand, hat mir gar nicht gefallen, denn es lässt die Schweiz nicht mehr so sauber aussehen. Die Schweiz hatte ja schon einige Skandale wie die sogenannten Verdingbuben oder Kinder der Landstraße, Zwangssterilisationen und viele mehr. Alle diese waren jedoch keine Ausrutscher, sondern logische Konsequenzen einer finsteren Ideologie, die eben nicht in Nazi-Deutschland, sondern zuerst in der Schweiz erfunden wurde und teils bis heute Staatsdoktrin geblieben ist. Werfen wir als erstes einen Blick auf die Geschichte dieser finsteren Ideologie. Für viele eine Überraschung, aber die Idee der Eugenik gab es schon im antiken Griechenland. Keine Überraschung hingegen ist, dass es Platon war, der diesen Unsinn in der Theorie erdacht hat. In seinem Werk Republik schrieb er bereits darüber, dass in der herrschenden und Soldatenklasse nur die besten Paare Kinder haben sollten und der Staat die Erziehung übernehmen sollte. In der Neuzeit hat vor allem Thomas Robert Malthus die gesellschaftspolitische Grundlage gelegt mit der Formulierung des sogenannten Bevölkerungsgesetzes. Dieser Mythos der Überbevölkerung geistert auch heute noch in vielen Köpfen umher. Sein Fazit war, dass die Fortpflanzung der armen Menschen gebremst werden müsste. So etwas hören wir heute auch wieder, natürlich immer mit harmlosen Worten. Zum Beispiel von einem gewissen Bill Gates, aber auch von vielen anderen. Die eigentliche Eugenik wurde erst später formuliert. Es ist diese uralte, idiotische Idee, dass die Menschen irgendwie gesteuert werden müssten, weil das gemeine Volk zu dumm wäre, vernünftig zu handeln. Arthur de Gobineau war hier der Vorläufer, der sich vor allem durch seine rassistischen Ansichten hervortat. Er beeinflusste damit die späteren Eugeniker. Francis Galton gilt als der Erfinder der modernen Eugenik. Interessanterweise war er ein Cousin von Charles Darwin. Galton wurde direkt von Darwin beeinflusst und geprägt. Die Eugenik darf somit durchaus als der geistige Zwillingsbruder des Darwinismus betrachtet werden. Galtons Definition von Eugenik lautete ca. 1883: die Wissenschaft der gesellschaftlich kontrollierten Handlungen, die die rassischen Qualitäten zukünftiger Generationen verbessern oder verschlechtern können. Tja, und hier haben wir schon ein Problem, das ist die falsche Voraussetzung. Die Eugenik basiert auf einer falschen Annahme, nämlich dem biologischen Determinismus. In aller Kürze erklärt besagt dieser, dass wir als Personen ein reines Produkt unserer Gene sind. Dies ist längstens wissenschaftlich widerlegt, denn die Genexpression und die Epigenetik hängt sehr stark mit den Umweltbedingungen zusammen und ist eben nicht fest deterministisch. Galton unterschied positive Eugenik und negative Eugenik. Mit positiver Eugenik ist die Förderung der Fortpflanzung von Menschen mit starken und guten Erbanlagen gemeint und mit negativer Eugenik ist das Verhindern der Fortpflanzung oder sogar die Ausmerzung von Menschen mit schwachen und schlechten Erbanlagen gemeint. Dem aufmerksamen Zuhörer entgeht es hier sicher nicht, dass es nur eine veränderte Definition von stark und schwach braucht, um das Tor zur Hölle auf Erden aufzuschließen. Die erste theoretische Grundlage der Eugenik entstand allerdings schon vor Galtons Definition.
Sie stammt vom französischen Arzt Benedict Augustin Morel. Er schrieb 1857 eine theoretische Abhandlung. Seine These der dynamischen Degeneration über folgende Generationen führte in der Schweiz und dann in Europa und schließlich weltweit zu eugenischen Programmen von Regierungen. Bisher war jetzt alles theoretisch, aber die praktische Anwendung der Eugenik begann, wie gesagt, vor allem in der Schweiz. Das erste Mal konkret umgesetzt wurde die Eugenik durch Auguste Forel. Er war Direktor der psychiatrischen Klinik Burghölzli. Er war überzeugter Sozialist, Rassist und Antisemit im weißen Kittel. Es erstaunt schon etwas, dass er trotz seiner Ansichten 20 Jahre lang von 1978 bis 1998 die größte Schweizer Banknote, die 1000-Franken-Note, mit seinem Angesicht zierte. Eine Schande. Interessantes Detail hier: Forel war an der Gründung des Monistenbundes mit Ernst Haeckel beteiligt. In meinem Video zum Kontingenzargument habe ich den Monismus kurz beschrieben. 1920 trat Forel der Bahai-Religion bei. Forel ließ Zwangssterilisationen an den Patienten durchführen. Sein Schüler Alfred Plötz hat den Begriff Rassenhygiene in Deutschland erfunden. Auch der Wissenschaftsfälscher und Freidenker Ernst Haeckel ist in dieser Linie zu finden. Er hatte ebenfalls maßgeblichen Einfluss auf Plötz. Dann haben wir Eugen Bleuler. Dieser war zusammen mit Forel der führende Eugeniker in der Schweiz. Er leitete ebenfalls das Burghölzli. Auch seine Nachfolger dort waren die meistens Eugeniker, darunter sein Sohn Manfred. Danach kam Hans W. Meyer und war Leiter des Burghölzli und er standardisierte die Eugenik im Kanton Zürich und brachte sie quasi zur Vollendung. In der Schweiz wurde die Eugenik somit bald Staatsdoktrin. Nur ein paar bekannte Stichworte der Schweizer eugenischen Staatsverbrechen mögen hier genügen, eben Kinder der Landstraße, Verdingbuben, liederlicher Lebensstil und so weiter. Als schwachsinnig galten überdies auch Menschen mit Epilepsie, Down-Syndrom, ja sogar Linkshändler und Seh- oder Hörbehinderte. Auch Margaret Sanger, welche die Geburtenkontrolle und Abtreibung in den USA popularisiert hat, war eine klar bekennende Eugenikerin und trotz allen heutigen plumpen Versuchen, sie reinzuwaschen, auch eine ausgemachte Rassistin. Was bei allen diesen Eugenikern auffällt, ist ihre Gottesfeindlichkeit und häufig eine Hinwendung zum Okkultismus. Sehr deutlich zu sehen auch bei C.G. Jung, der ebenfalls Eugeniker war. Ich möchte an dieser Stelle klar darauf hinweisen, dass das christliche Menschenbild der Eugenik diametral entgegensteht. Es besteht eine totale Inkompatibilität. Der Christ betrachtet den Menschen als im Bilde Gottes erschaffen und nicht als irgendein Tier, welches eine Rasse hat und dessen Gene sein Schicksal determinieren. Denkt immer daran, Ideen haben Konsequenzen. Das werde ich in einem separaten Video nochmal genauer erklären. Kommen wir zur Situation heute. Trotz der offensichtlichen Untaten der Deutschen im Zweiten Weltkrieg, wo die Eugenik bis zur letzten Konsequenz betrieben wurde, ging es in der Schweiz munter weiter. Die eugenische Praxis, wie zum Beispiel die Sterilisation von Behinderten, wurde bis in die 90er Jahre hinein mehr oder minder offiziell fortgeführt. Heute noch warnen Psychiater quasi sich selber vor einem sogenannten eugenischen Impuls, zum Beispiel wenn eine psychisch labile Frau sich ein Kind wünscht. Diese Warnung wäre doch unnötig, wenn die ganze Psychoindustrie nicht hoffnungslos darwinistisch-eugenisch indoktriniert wäre. Und man höre und staune, an der Universität Zürich gab es bis ins Jahr 1970 Rassenkunde-Vorlesungen. Schande! Und seit einigen Jahren macht beispielsweise die KESB, also die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde, ein typischer Euphemismus, bei diesem Treiben der Psychiatrisierung mit. Eine Person kann in der Schweiz ohne gerichtlichen Prozess bis zu 6 Wochen in psychiatrische Verwahrung genommen werden.
Wohlgemerkt, wir reden hier nicht von der Sowjetunion der 60er Jahre oder Venezuela, sondern von der modernen, friedlichen Schweiz. Aufgrund dieser üblen Vorgeschichte versucht die moderne Eugenik seit langer Zeit aus dieser Schmuddelecke herauszukommen. Man verweidet beispielsweise das Wort Eugenik, es wird verborgen hinter scheinbar harmlosen oder wissenschaftlichen Begriffen wie Pro Familia, CRISPR, Cas9 und so weiter. Nun, was hat uns Chesterton heute denn über die Eugenik zu sagen? Sehr viel, vor allem für die Schweiz, die immer noch unter ihren Geistern der Eugenik zu leiden hat. Die Eugenik war in der Schweiz nie weg. Sie hat sich zwischendurch einfach etwas in die akademischen Kreise zurückgezogen, aber viele Ärzte vertreten sie nach wie vor und versuchen dieses böse Treiben wie üblich mit Sätzen wie „Wir wollen nur das Beste für die Gesellschaft" und so weiter weißzuwaschen. Chesterton durchschaute solches Treiben natürlich schon damals sofort. Er sagte, die meisten Eugeniker sind Euphemiker. An dieser Stelle bringe ich euch viele Zitate von G.K. Chesterton zu diesem Thema. Ich könnte aus allen Büchern hunderte von Zitaten anführen, aber ich beschränke mich hier auf sein Werk Eugenik und andere Übel, welches sich eben auf dieses Thema konzentriert. Ja, da könnt ihr euch zurücklehnen und genießen. Es kommt laut Chesterton entscheidend darauf an, sich einer Tyrannei zu widersetzen, bevor sie da ist. Und er hat auch klare Worte, um die mittlerweile als korrekt erwiesene These bezüglich häufig vorkommender Psychopathie bei Exekutivpolitikern einfach darzulegen. Auch hinsichtlich der Qualität von eugenischer Politik und deren Beamter findet Chesterton klare Worte. Wer profitiert davon? Das ist die wichtigste Frage, die wir eigentlich bei allen politischen und sozialen Programmen stellen müssen. Wer profitiert? Cui bono? Lemke schreibt dazu: Die Frage ist also sehr leicht zu beantworten. Eugenik liegt im Interesse der Mächtigen und Reichen. Dasselbe gilt natürlich auch für den damit verbundenen und heute neu auftauchenden Feudalismus. Ein Feudalismus unter dem Deckmantel einer Pseudosolidarität und anderen wohlklingenden Vorwänden. All dies, während gleichzeitig die echte Solidarität mit wirklich Schwachen und Armen gezielt geschwächt wird. All das Böse, welches häufig mit guten Absichten, gut zumindest aus der Perspektive der Eugeniker, getan wird, verlangt nach einer Erklärung der Ursachen und Motive. Hier möchte ich noch einmal auf das Eingangszitat von Chesterton zurückgreifen. Chesterton schrieb solche Sätze nicht leichtfertig. Sein ganzes Leben war von messerscharfer Logik und dem Denken ohne Fesseln geprägt. Daher auch die nahezu prophetischen Aussagen über die Ausschweifungen eines um die Gesundheit besorgten Staates. Genau durch dieses wilde Denken kam er auch zum christlichen Glauben. Man kann kurz sagen, der Materialismus und die automatisch damit einhergehende Verneinung einer Willensfreiheit, also der Determinismus, ist in der Tat die Wurzel des Übels. Der heute neu hervortretende Feudalismus fußt genau auf diesen materialistischen Vorstellungen. Der Arbeiter, Angestellte etc. wird lediglich als nützliches Werkzeug gesehen. Damit das Werkzeug nicht unnütz wird, muss es eugenisch kontrolliert oder gar gezüchtet werden. Menschenleben sind damit ersetzbar und züchtbar. Damit so ein Weltbild effektiv umgesetzt werden kann, bedarf es der Abschaffung jeglicher störenden bürgerlichen Freiheit. Die Vehikel dazu sind längstens bekannt. Abschaffung der bürgerlichen Ehe, Abschaffung der Mittelschicht respektive des Bürgertums, Abschaffung des Eigentums und damit Abhängigkeit der Bürger vom Staat. All dies ist wiederum erst möglich, wenn der Glaube an Gott als objektive moralische Instanz abgeschafft wurde. Tja, welch ein Widerspruch zur christlichen Sicht, dass jeder Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist und gleich viel Wert hat. Diese beiden Weltanschauungen sind in absolut keiner Weise vereinbar.
Chesterton hat all dies natürlich lange vor uns erkannt. Tja, und zum Abschluss, ich kann es nun mal nicht lassen. Ein paar kernige Zitate, einfach weil sie so treffend sind und es einfach Spaß macht, Chesterton zu lesen.